Überall auf der Welt ist immer mal wieder Streik und das Thema Lokführerstreik ist irgendwie merkwürdig. Das ist, ich glaube, vor etwas mehr als 10 Jahren das erste Mal sozusagen bei uns bewusst wurde. Wir haben ja auch eine Eisenbahn. Wir können ja mal gucken, was machen wir daraus. Und dann war natürlich erst naheliegend, müssen wir unsere Züge auch bestreiken und so. Und dann haben wir, ich glaube, das war so vor 13 Jahren oder so, haben wir gesagt, nee, wir machen mal lustige Bilderchen, so einfach mal einen Scherz draus machen. So, wir lassen heute keinen mehr fahren und die Lokführer vor eine Eisenbahn stellen und so. Und haben diese kleinen Bilderchen bei Facebook hochgeladen und das ist durch die Decke gegangen. Es dauerte, glaube ich, keine 2 Stunden. Da hat der erste Journalist angerufen, ich brauche die Fotos. Das ist mal was anderes als diesen ganzen Scheiß, den wir seit Tagen haben. Immer nur Lokführerstreik und immer die gleichen Bilder. Das ist was anderes. Und dann kamen die online, glaube ich, 2, 3 Stunden später. Und dann dauerte das also wirklich keine Stunde mehr. Dann ging es im Minutentakt los. Dann kamen die ganzen Fernsehsender. Alle, was habt ihr denn da? Ist das auch auf der Anlage? Und kann man dann einen Bericht drüber machen? Dann waren Gerrit und ich, glaube ich, fast den ganzen Tag durchgehend im Einsatz und haben nur Interviews gegeben, wegen 3 Bilderchen, die wir aus Gag gemacht haben. Und da war klar, das Thema kommt immer wieder. Ja, so ist es immer so, ach, die Lokführer streiken wieder. Was machen wir denn diesmal? Fällt uns was Neues zu ein und so. Und wir saßen dann irgendwann mal wieder bei einem Lokführerstreik zusammen und haben überlegt, so, was machen wir diesmal? Und dann haben wir gedacht, Mensch, lass uns doch mal ein Lied aufnehmen. Irgendeinen schönen alten Klassiker, irgendeinen, ja, was weiß ich nicht, Neue Deutsche Welle-Hit nehmen und dann machen wir mal einen eigenen Text und machen ein ganz lustiges Video dazu. Und hatten uns erst gedacht, Weselski ist sozusagen der König von Deutschland. Das alles und noch viel mehr werde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Und haben einen unfassbar lustigen Text aus der Situation so von Klaus Weselski geschrieben und haben aber die Rechte nicht gekriegt. Ich habe sogar mit dem, ich glaube, das war der Bruder von Rio Reiser gesprochen und der hat sich noch überlegt, ob er ausnahmsweise mal die Rechte freigibt und so, aber hat nicht geklappt. Und dann haben wir in einer Nacht- und Nebelaktion Major Tom umgedichtet. Und am nächsten Tag mit einem Telefonat die Rechte dafür gekriegt. Und das Ding hat, glaube ich, 800 oder 900.000 Views, nur auf Deutsch, im deutschsprachigen Raum. Das war eine Granate. Und das ist so ein tolles Lied geworden und war so ein witziger Text. Und da war klar, das machen wir noch mal wieder. Ich war gerade erst eine Woche im Wunderland, im Frühjahr 2015, als Freddy mit der Idee kam, zu dem Lokführerstreik ein Video zu machen. Das war ein Thema, was den Leuten echt schon ein bisschen auf die Nerven ging, weil der Streik schon Wochen ging. Und wir wollten dann irgendwie was Nettes machen, was ein bisschen Versöhnliches machen. Und meine Idee war dann, wir erzählen das Ganze aus Sicht einer Lok. Die Loks leiden ja auch unter dem Bahnstreik. Sie dürfen nicht fahren, sie stehen rum im Lokschuppen. Und so entstand dann die Idee, wir machen ein Musikvideo und vertonen ein Lied neu, dass so eine Lok einfach ihre Geschichte erzählt, wie sie unter diesem Bahnstreik leidet. Und mit der Bitte, ach bitte einigt euch doch und findet eine Lösung. Und am Ende war Major Tom einfach perfekt dafür. Das Problem war, es musste alles sehr schnell gehen. Wir wussten nicht, wie lange der Streik noch dauert. Deswegen war das eine echte Hauruck-Aktion. Wir hatten an einem Tag, glaube ich, den Text fertig und am gleichen Abend noch musste das jemand einsingen. Und glücklicherweise ein guter Freund von mir, Philipp, ist Sänger, der konnte kurzfristig und dann haben wir noch in der Nacht das aufgenommen und dann am nächsten Tag noch gefilmt und am 3. Tag das fertig geschnitten, fertig produziert. Also das war quasi so, ja, eigentlich so ein 48-Stunden-Ding, das Ganze. Thomas und ich kennen uns schon von früher, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Und Thomas sagte, sie planen was im Wunderland, natürlich zum Bahnstreik. Ich war damals selber auch betroffen. Ich bin damals relativ viel Bahn gefahren. Ich hatte eine Bahncard 100 zu dem Zeitpunkt. Und der Streik, der ging ja, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, der ging ja über so ein ganzes Jahr mehr oder weniger. Es waren ja mehrere Streikphasen und das war dann die letzte und die ganz lange. Und dann saßen wir abends zusammen und Thomas hat so ein bisschen das Projekt skizziert und irgendwie, ja, mit Musik und so und einen Song, vielleicht könnte man den umdichten. Und es gab wohl auch schon eine andere Idee und dann war das aber mit den Rechten schwierig und dann saßen wir in Altona in einer Kneipe zusammen und haben viel Bier getrunken und haben da ein bisschen rumgesponnen und dann das ganze Vormann genommen und dann waren wir hier nachts irgendwo in einem Büro und haben dann eingesungen und zusammengeschnitten, so wie früher in der Schule. Ich muss auch dazu sagen, Major Tom von Peter Schilling ist für mich ein All-Time-Klassiker. Ich kriege heute noch Gänsehaut. Ich singe das meinen kleinen Kindern zum Schlafen vor. Die können das auch schon alle mitsingen, weil es für mich so ein Jahrhundertlied ist. Wie er diesen Refrain singt, das hat keiner hingekriegt bis jetzt. Das haben so viele Menschen probiert, weltweit diesen Song zu covern. Und immer, ja, ist ganz nett. Die Melodie ist schön, aber diese Magie des Gesangs, bis Philipp Lang kam. Der hat uns damals das Major Klaus eingesungen und ich habe die gleiche Gänsehaut gehabt. Und wir haben auch
diverse Kommentare darunter stehen gehabt, kann man das Lied kaufen und so, aber das durften wir nicht. Wir hatten nur ein Recht dafür, das bei Facebook und YouTube hochzuladen und auch nur für eine bestimmte Zeit. Aber ja, ich kann das total verstehen, dass diese Kommentare kamen, weil der hat das so toll gesungen und da waren wir echt stolz drauf. Gründlich durchgecheckt, stehe ich da und warte auf den Start. Alles klar, Experten streiten sich um ein paar Euro. Grube hat dann noch ein paar Klagen, doch Klaus will nicht hören. Ja, und dann mussten wir das Video auch bebildern. Und ich war noch ganz neu im Wunderland und habe dann gesucht in unserem Videoarchiv, was haben wir für Aufnahmen, die man da verwenden könnte. Habe so ein paar Zugmitfahrten gefunden. Dann bin ich zu den Modellbauern und habe denen gesagt, ich brauche eine Lok mit Gesicht. Und eine Stunde später hatte ich eine Lok mit Gesicht und 3 Stunden später hatten wir dann so eine kleine Bühne mit Musikern und die waren dann sogar auf so Metalldrähten und so konnten die sich bewegen und standen nicht nur statisch da und das war dann ganz witzig, da war dann diese kleine Bühne im Modellbau aufgebaut und ringsherum eng gedrängt waren 5 Leute. Jeder hatte einen so einen kleinen Stab in der Hand und hat dann einen Musiker quasi hüpfen lassen. Als wir den Major Klaus das erste Mal veröffentlicht haben, war es irgendwie ganz traurig. Das darf ich gar nicht sagen, aber der Lokführerstreik war zu Ende. Wir haben 48 Stunden an dieser Geschichte gebastelt, haben den Text geschrieben. Thomas hat sich da so reingekniet. Philipp hat das so toll gesungen. Und dann haben wir das Ding, glaube ich, einen Tag später veröffentlicht, als wir eigentlich wollten. Das war, glaube ich, ein Mittwoch, 17, 18 Uhr oder so. Und es ging durch die Decke. Es war der Wahnsinn, was abends passierte. Ich bin morgens aufgewacht und dachte, heute wird der Tag schlechthin. Jeder wird über dieses Lied sprechen. Und wach mit den Nachrichten auf, Lokführerstreik beendet. Da habe ich noch gedacht, das kann nicht wahr sein. Könnt ihr noch einen Tag warten? Einen Tag später. Es ging, glaube ich, um mehrere Wochen in der Etappen. Und es war alles lahmgelegt. Und dann einigen die sich ausgerechnet an dem Morgen. Und man merkte so richtig, so in den nächsten Stunden flaute das Interesse ab. Völlig lahmgelegt im Bahnbetriebswerk steh ich wieder völlig führerlos. Ja, und als dann dieses Jahr wieder Bahnstreik war, dachten wir, ach, das hat den Leuten so gut gefallen, das bringen wir nochmal auf einen neuen Stand und haben es dann nochmal neu aufgenommen, den Text ein bisschen angepasst. Der Bahnchef hat sich zum Beispiel geändert mittlerweile. Ein paar neue Bilder gemacht. Auch die Animationen, die beim ersten Video, weil es so kurzfristig und so schnell gehen musste, noch sehr rudimentär waren, ein bisschen professioneller gemacht. Und es ist nochmal richtig schön geworden. Und ganz lustig war dann, also Thomas hat mich dann netterweise wieder gefragt und ich habe das natürlich auch super gerne wieder eingesungen. Interessant war dann, als ich dann den ersten Versuch gemacht habe, dass es dann immer hieß, ja, aber damals, das hat er irgendwie cooler gesungen und das war irgendwie anders und so. Und das hat dann ein paar Anläufe gedauert, bis man sich dann, also erstens, bis ich dann zufrieden war mit der neuen Version und dann aber auch alle anderen, die das noch so im Ohr hatten von damals, dann eben auch zufrieden waren. Das war ganz spannend. So. Als wir dann so die ersten Bilderchen mal hochgeladen haben, ne, und sagten, oh, ist das lustig und alle so toll drauf reagiert haben, kamen irgendwann die ersten Lokführer und sagten, Mensch, ihr unterstützt uns ja damit gar nicht. Ihr nehmt uns ja damit irgendwie auf den Arm oder so und das ist hier eine ernste Angelegenheit. Da haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht. Dass sich darüber jemand ärgern könnte, dass das ja eine ganz ernste Geschichte ist, dieser Kampf zwischen diesen beiden Parteien. Und wir hier als Modelleisenbahn wollen um Gottes Willen die Lokführer dissen und so. Und da haben wir tatsächlich drüber nachgedacht. Müssen wir das jetzt wieder wegnehmen? Wir haben uns dann dazu entschlossen, nein, das ist eine Art von Satire, die uns auch Spaß bringt und die niemandem wehtun soll, wo man vielleicht mit so ein bisschen Abstand drüber lachen kann, aber es ist ein sensibles Thema, das mussten wir lernen und wir haben auch schon die eine oder andere Sache dann nicht veröffentlicht, weil wir gedacht haben, man könnte das falsch auffassen.